Herzlich willkommen zu den IT-Trends. Heute mit so spannenden Themen, dass ich vergessen habe, mich zu rasieren. Sorry dafür. Und zwar haben wir sowas wie 3 verschiedene Angriffe auf Microsoft-Systeme aller Art, die alle entweder sehr verheerend wären oder hätten werden können. Das wollen wir natürlich vermeiden, deswegen erfahrt ihr hier, was alles passiert ist. Außerdem haben wir eine tolle Geschichte von einem Hacker, der im Knast wieder Bitcoin zurückbekommen hat, und natürlich die Titelgeschichte von Discord. Die haben nämlich gerade für recht aus Versehen einen Großteil ihrer Bots zerstört und ihr könnt was dagegen tun. Ja, lasst uns anfangen. Und natürlich starten wir wie immer mit den Hacking News. Ihr habt richtig geraten. Heute mit etwas, das nennt sich ChaosDB. Das ist ein Angriff auf eine spezielle Datenbank. DB steht meist für Datenbank im Informatik-Kontext. Und Cosmos DB ist die angreifbare Datenbank. Deswegen ChaosDB war jetzt nicht so weit davon entfernt. Deswegen hat man das genommen. Okay, was ist das für ein Angriff? Nun, das Problem war folgendes. Cosmos DB ist eine Datenbank, die im Microsoft Azure-Universum, also in den Cloud-Servern von Microsoft, immer mal wieder verwendet wird. Das ist sozusagen eine spezielle Datenbank, die ein bisschen vielleicht mehr kann, schneller ist, whatever. Und ja, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Allerdings gab es jetzt ein neues Feature für diese Datenbank. Seit einer Weile übrigens schon. Und zwar Jupyter Notebooks. Jupyter Notebooks sind eigentlich an sich nicht angreifbar oder sowas. Sie sind auch eigentlich in Kombination mit Cosmos DB nicht unbedingt angreifbar. Das Problem war, dieses Feature wurde sozusagen, ohne dass es irgendwer wirklich nicht wollen konnte, ausgerollt auf alle Datenbanken. Das heißt, man hat nicht irgendwie sagen können, ey, ich will das nicht, ich brauche das nicht, mach das nicht. Sondern natürlich, es war einfach in einem Patch dabei. Aber das Problem war, die Standardkonfiguration hat diese Jupyter Notebooks angeschalten, und zwar in einer nicht sicheren Standardkonfiguration. Das bedeutet, so wie es quasi angeschalten wurde, per Default von Microsoft in diesem Patch, war es halt einfach angreifbar. Und zwar so angreifbar, dass man tatsächlich die privaten Schlüssel aller Cosmos DB Datenbanken auslesen konnte. Also man konnte wirklich hergehen und sagen, ja, ich möchte diesen privaten Schlüssel mir runterladen, und mit einem privaten Schlüssel von der Datenbank kann man alles machen. Das heißt, ihr könnt da die Daten auslesen, ihr könnt neue Daten hinzufügen, macht man relativ selten wahrscheinlich, aber ihr könnt natürlich auch die Daten löschen, und in dem Fall kann man nicht unbedingt genau sagen, wie viel Zugriff auf diesen Datenbanken schon drauf hat. Das heißt, jeder, der potenziell auf Microsoft Cloud seine Dienste gehostet hat, also seine Website zum Beispiel gehostet hat, und das sind sehr, sehr viele. Microsoft ist einer der größten Anbieter in diesem Bereich. Jeder hätte dort tatsächlich angreifbar sein können, sobald er Cosmos DB benutzt. Und ja, das wissen wir nicht tatsächlich, wie viel da abhanden gekommen ist. Allerdings hat Microsoft jetzt natürlich schon einen Patch rausgebracht und ihn schon installiert. Aber das Problem ist, man muss trotzdem natürlich, wenn man vielleicht den Schlüssel als Hacker bekommen hat, dann darf der Hacker den Schlüssel nicht behalten. Das heißt, man muss diesen Schlüssel erneuern, und da hat jetzt Microsoft allen eine E-Mail geschrieben, dass man bitte diesen Schlüssel erneuern soll, und ja, das ist im Endeffekt alles, was sie tun können, denn selber erneuern können sie den Schlüssel nicht. Das heißt, bitte, falls ihr Cosmos DB-Nutzer seid, auf jeden Fall erneuern, aber ansonsten kann sein, dass da noch einiges auf uns zukommt, weil einige geleakte Daten, ich werfe jetzt hier nur mal Fujitsu in den Raum und noch viele, viele andere, irgendwelche Airlines, ja, die ich nicht mal mehr hier reinbringe, weil es einfach zu viele mittlerweile sind, die könnten einfach auch davon alle herkommen. Wissen wir nicht so genau. Also manche wissen wir, manche wissen wir nicht. Und damit kommen wir direkt zum nächsten Angriff auf Microsoft-Systeme. Und dieses Mal nicht Azure, auch nicht Windows, sondern Microsoft Exchange schon wieder. Das ist immer noch ein sehr, sehr weit genutztes System, und vor kurzem gab es für Microsoft Exchange schon mal eine sehr, sehr gravierende Lücke, die hier tatsächlich dazu geführt hat, dass man eventuell seine kompletten Systeme verschlüsselt bekommen konnte. Hacker konnten E-Mails lesen und so weiter und so fort. Und deswegen haben viele Unternehmen, viele Behörden auch einfach komplett gesagt, wir machen das jetzt zu, denn Microsoft Exchange ist ein E-Mail-Server und damit ein Teil der wirklich wichtigen Infrastruktur für Unternehmen oder auch Behörden natürlich. Und funktioniert halt wunderbar auf Windows-Systemen, offensichtlich. So, und wenn man jetzt kein Microsoft Exchange mal benutzen könnte für eine Weile, was passiert ist beim letzten Mal, dann hat man keine E-Mails, keine Kontakte, kein Kalender mehr. Das ist ziemlich gravierend für ein Unternehmen, okay? Und ja, jetzt hat man die nächste Lücke in den Microsoft Exchange Servern gefunden, und zwar nennt sich die Proxy Token.
Proxy-Token ist im Endeffekt ein Angriff. Ich will jetzt gar nicht hier zu sehr ins Detail gehen, ich will euch nur ungefähr die Tragweite vermitteln. Es gibt nämlich mittlerweile einen Patch dafür, aber auch hiermit hätte man wieder einen vollen Zugriff auf die Mailboxen bekommen können. Das heißt die E-Mail-Systeme sozusagen, und hätte von dort dann zum Beispiel E-Mails weiterleiten können an einen Angreifer, damit der alles mitlesen kann. Man hätte E-Mails ja, umbenennen können oder andere Sachen damit machen können. Also nichts, was man eigentlich haben möchte. Gerade im sensiblen Kontext wie E-Mail-Systeme ist das wirklich ein Problem. Und da kommen wir dann schon fast direkt zum nächsten Thema. Denn bald ist ja Wahl, und dazu habe ich ja schon ein Video gemacht, welche Parteien sich ein bisschen mit digitaler Politik auseinandersetzen wollen überhaupt. Das findet ihr übrigens in den ganzen Uploads von mir und wahrscheinlich auch in der Endkarte. Aber ja, um was geht es hier eigentlich? Naja, man muss natürlich während einer Wahl auch kommunizieren und zum Beispiel Ergebnisse vom Landkreis 1 in Landkreis 2 schicken oder in ein Land schicken und so weiter und so fort. Und ja, Heise hat jetzt hier, also das Magazin Heise Online hat hier tatsächlich gesagt, wir wollen das jetzt mal ein bisschen testen, denn manche Sachen sind nicht so gut gewesen, wie man es hätte erwarten sollen von einem so digitalen Land wie Deutschland eins ist. Na, hier, versteht den Witz. Okay, also was ist passiert? Sie haben im Endeffekt aus allen E-Mail-Adressen, die zur Verfügung gestellt wurden, die sind öffentlich einsehbar, konnte man extrahieren, welche E-Mail-Server verwendet werden. Das heißt, wo quasi die E-Mail-Server liegen. Und die haben sie dann ein bisschen untersucht. Und zwar nichts, was man irgendwie als Pentest bezeichnen könnte, sondern einfach nur sind die Dinger denn eigentlich einigermaßen, zumindest von außen erstmal offensichtlich abgesichert? Haben sie zum Beispiel gültige Zertifikate? Haben sie, oder wo stehen die Server zum Beispiel? Und hier gab es tatsächlich große Probleme bei einem Viertel oder fast einem Viertel aller Server. Und zwar 28 davon hatten zum Beispiel ein kaputtes Zertifikat. Oder einige waren naja, zumindest mit ausländischen Anbietern in Kontakt. Und wenn man Anhalt-Bitterfeld mal wieder anschreibt, dann landet man erstmal auf einem großbritannischen Server und dann wieder in Deutschland. Und gerade wenn man ein kaputtes Zertifikat hat, ist das nicht so geil, sage ich jetzt mal. Alles in allem, das heißt jetzt nicht, dass unsere Wahl irgendwie komplett kaputt wäre und eventuell manipuliert werden könnte. Das könnte sie, wenn da wirklich Schwachstellen drauf sind. Da wurden allerdings keine gefunden. Aber es ist halt schon wirklich ein Armutszeugnis, dass man sowas Kaputtes dann tatsächlich auch für sowas bereitstellt wie eine Wahl. Ich möchte hier ganz kurz noch Heise zitieren, die haben nämlich ein hier sehr, sehr schönes Fazit, wie ich finde, da rausgehauen, und das fasst das Ganze eigentlich ganz gut zusammen. Und zwar, damit ist eine Mail von Heinz bei T-Online an Emma bei GMX besser abgesichert als die zwischen den Verantwortlichen für die Bundestagswahl. Das ist nicht akzeptabel. Und damit kann ich nur weitergeben an meine nächste News. Und die dreht sich mal gar nicht um irgendwas mit Microsoft oder irgendwas mit unserer tollen Digitalisierung hier in Deutschland. Wir sind ja immer noch in den Hacking-News, okay? Und was wir da haben, sind immer mal wieder bösartige Akteure, ja, die andere hacken und dann erpressen. Das sind die momentan häufigsten Hackergruppen überhaupt, die einfach nur auf Gewinn aus sind. Und eine davon, und eine sehr erfolgreiche davon, war Ragnarok. Und das ist ja ungefähr bekannt als Weltuntergang. Die sind einfach verschwunden. Die sind auf einmal, also die haben ja alle eine Website, die man besuchen kann, und die sind halt jetzt weg. Die sind einfach weg. Und das Einzige, was noch übrig ist, ist ein Link zu einem Tool, das alles entschlüsselt, was eventuell verschlüsselt wäre. Das heißt, es sieht aus, als wären sie abgetaucht. Und sie hatten tatsächlich noch mehr als 10 Opfer, die einfach noch nicht gezahlt hatten, haben sie aber nicht abgewartet, sondern haben jetzt einfach tatsächlich für alle den Entschlüsselungsschlüssel bereitgestellt. Das ist ein bisschen verwunderlich, vor allem wenn wir uns überlegen, was gerade mit Revel war. Das ist eine Gang gewesen, die waren so groß, die haben die Ölpipeline an der, ich glaube, Ostküste von den USA übernommen gehabt und sogar mal eine Weile ausgeschaltet gehabt. Das hat eine richtige Katastrophe zur Folge gehabt. Das kann man sich, ja, könnt ihr gerne nachvollziehen auf meinem Kanal, wie gesagt, einfach mal reingucken. Und dort, die haben sich auch einfach zurückgezogen, die sind auch einfach verschwunden. Und jetzt die zweite Gang. Man weiß nicht genau, was da passiert. Es könnte allerdings natürlich sein, dass sie sich einfach rebranden und dann in ein paar Wochen wieder unter einem völlig anderen Namen online sind und was anderes machen und ja, dann einfach vielleicht nicht mehr als dieselben gehandelt werden und deswegen vielleicht separat verfolgt werden. Das heißt, man verliert eben die Spur sozusagen zu den bösartigen Akteuren. Man weiß es aber nicht genau. Und ja, damit, ich bleibe natürlich für euch dran, aber es wird eine spannende Zeit werden. Und damit kommen wir zu einer, wie ich finde, sehr erschreckenden News. Und zwar in Iran wurde ein Gefängnis namens
namens Evin Prison jetzt übernommen von Hackern. Und das hatte keinen Gefängnisausbruch oder sowas zur Folge, aber die Hacker wollten auf Missstände aufmerksam machen. Und zwar gibt es im Iran sehr viele politische Gefangene laut dieser Hackergruppe. Ich kenne mich da nicht aus und ich habe nur die Berichte gelesen. Ich spreche auch kein Persisch, sorry. Aber ja, diese Berichte sagen, dass die Hackergruppe hier sagt, sie haben Aufnahmen gemacht von elektrischen Schocks, sexueller Gewalt und natürlich einfach physischer Gewalt in den Gefängnissen drin. Das heißt, so eine Art Folter wurde da schon eingesetzt und viele Menschen sind scheinbar auch schon in diesen Gefängnissen gestorben. Und ja, die Hackergruppe fordert jetzt, dass die Gefangenen, die politischen Gefangenen freigelassen werden. Ich finde das eine sehr, sehr problematische Entwicklung, dass man politische Gefangene überhaupt hat, beziehungsweise das Entwicklung, es gibt ja schon länger welche, aber ja, das ist ein Riesenproblem, politische Gefangene zu haben und wir können uns glücklich schätzen, dass es bei uns erstmal noch nicht so der Fall ist, aber deswegen muss man auch weiterhin dafür sorgen, dass eben die Überwachung und politische Gesinnung der Leute komplett frei sein darf, weswegen ich mich für solche Sachen wie Anonymität im Netz und eben auch weniger staatlicher Überwachung einsetze, aber das wollen leider nicht alle. Deswegen schaut euch bitte das Video von letzter Woche an, wo es um die Parteien eben ging und entscheidet im September vielleicht auch ein bisschen zumindest auf diesen Grundlagen. Ja, was ihr dazu meint, ob ein Hacker jetzt ein Gefängnis übernehmen darf, um solche Missstände aufzudecken, das dürft ihr mir mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin auf eure Meinung wahnsinnig gespannt. Und damit kommen wir tatsächlich zum Hack der Woche. Und ihr habt vielleicht mitgezählt, zweimal Microsoft hatten wir, one to go. Ja? Das heißt, das letzte bezieht sich auch wieder auf Microsoft und zwar auf die Microsoft Power Apps. Vielleicht noch nie gehört, damit kann man scheinbar sehr, sehr einfach, sehr schnell Apps entwickeln, sagt zumindest Microsoft. Und dem glauben tatsächlich viele offensichtlich und haben das getan. Das Problem ist, wenn man die Einstellung, die Standardeinstellung bei diesen Microsoft Power Apps nicht verändert, hat man eine öffentliche Datenbank, weil die Standardeinstellung besagt, dass die Datenbank auch öffentlich sein darf. Warum auch immer, mittlerweile ist das Ganze geändert. Microsoft hat jetzt sicherere Standardeinstellungen, aber trotzdem ist jetzt halt hier das Problem, dass 47 Mal, zumindest wurde von 47 Mal was mitbekommen, haben die Leute diese Standardeinstellung nicht geändert und waren nicht besonders klein. Insgesamt sind 38 Millionen Datensätze wieder mal veröffentlicht worden, darunter natürlich wieder mal Sozialversicherungsnummern in den USA oder Telefonnummern oder Namen, Adressen etc. Ja? Also 28 Millionen Datensätze von 47 Apps, die da veröffentlicht wurden. Teilweise auch wirklich große, wie zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr in New York City. Also ja, nicht so angenehm und hier geht natürlich der große Fail irgendwie, auch wenn es kein Fail der Woche ist, aber der geht an Microsoft definitiv, weil Standardeinstellungen müssen sicher sein. Standardeinstellungen dürfen nicht sagen, hey, wir haben eine öffentlich zugängliche Datenbank, wo jeder einfach alles auslesen kann. Das kann doch einfach nicht sein. Doch wir haben ja immer noch mehr als die Hälfte an News für euch und ja, lasst uns mit dem Aufreger der Woche anfangen und zwar mit dem ersten der zwei, wir haben nämlich zwei davon und zwar der DE-Mail. Die wird jetzt eingestampft. Was ist DE-Mail? Wahrscheinlich noch nie gehört, richtig, weil ja, ist halt ein deutsches Mail-System, das sich auf die Fahne geschrieben hat, es möchte doch bitte Deutschlands Mail-System sein, was nicht unbedingt was Gutes ist in diesem Fall. Denn das Ding hat mehrere, naja, sagen wir mal so, im dreistelligen Millionenbereich gekostet und kaum Kunden gehabt, also irgendwie so im sechsstelligen Bereich Kunden. Das hört sich zwar erstmal viel an, aber ist halt eigentlich nicht so sehr viel für einen so großen E-Mail-Dienst und dafür, naja, ist es halt nicht wirtschaftlich genug und deswegen wird es jetzt auch eingestampft. Linus Neumann, der Sprecher vom Chaos Computer Club, hat das Ding auch mal bezeichnet als Bullshit made in Germany, weil es einfach so unfassbar kompliziert war, es zu nutzen. Es war nicht intuitiv, es war nicht schnell, nicht besonders, nicht in irgendeiner Weise irgendwas Spezielles und deswegen hat es halt auch immer weniger Kunden gehabt und jetzt hat man sich dazu entschlossen, man stampft das Ding ein und migriert die Kunden eventuell zu einem anderen, aber das ist noch nicht ganz sicher. Endlich, würde man sagen. Und damit kommen wir zum Lacher der Woche, der tatsächlich super geil ist. Und zwar, es geht um einen Drogendealer, der in Schweden im Gefängnis sitzt. Er hat Drogen verkauft für insgesamt 36 Bitcoin.
Und die hat er auch tatsächlich so erworben, eben mit diesen illegalen Geldern. Jetzt ist der Punkt natürlich, wenn man Drogen verkauft oder irgendwas Illegales macht und man bekommt das Geld in Kryptowährung wieder, dann sind das erstmal nicht deine Sachen, weil du hast sie illegal bekommen, also musst du sie wieder abgeben. Genau das ist auch mit der Staatsanwaltschaft geschehen. Sie haben diese 36 Bitcoin eingezogen und sie haben sie verkauft für 100.000 US-Dollar. Auf der Anklageschrift stand dementsprechend drauf, dass der Drogendealer 100.000 Dollar abgeben musste. Allerdings haben sie verkauft, kurz bevor der Kurs wahnsinnig durch die Decke geschossen ist. Ihr wisst mittlerweile, ein Bitcoin ist schon ungefähr bei so 50.000 Dollar oder sowas. Und naja, auf der Anklageschrift steht, 100.000 Dollar müsste er abgeben. Und er hatte halt Bitcoin. Das heißt, eigentlich stehen ihm dann die restlichen Bitcoin wieder zu. Und dementsprechend hat man jetzt beschlossen tatsächlich, dass er eigentlich die 33 Bitcoin, die ja Geldanlage waren, bekommt er jetzt wieder. Also von den 36 Bitcoin musste er 3 abgeben, weil er halt seine Schulden begleichen musste und den Rest bekommt er jetzt einfach wieder zurück. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit eigentlich. Ich finde es ziemlich witzig, aber es zeigt auch so ein bisschen, dass man mit Bitcoin oder generell mit Kryptowährung noch nicht so ganz umgehen kann im Rechtlichen. Und darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Doch erstmal lasst uns den zweiten Lacher der Woche uns angucken. Und den habt ihr mir tatsächlich schon mehrfach zugeschickt. Kanzlei WBS hat da auch schon ein Video drüber gemacht. Es geht um den Localhost 127.001, den Google löschen sollte. Wie man darauf kommt, sage ich euch sofort. Was ist erstmal der Localhost? Der Localhost bezeichnet die IP-Adresse, also 127.001 ist eine IP-Adresse, die ihr im Browser eingeben könnt, um auf lokal gehostete Dienste drauf zugreifen zu können. Also zum Beispiel, wenn ihr an einer Webseite entwickelt, dann braucht man dazu eine Anwendung, einen Webserver, die euch etwa Daten zur Verfügung stellt. Und das wird dann meistens auf Localhost gemacht, also 127.001. Das heißt, es werden auf Localhost eure Sachen, die ihr lokal am Laufen habt, zur Verfügung gestellt. Okay, mit diesem wissen wir jetzt, dass es keine Webseite ist, sondern dass wir dafür verantwortlich sind, dass dort Sachen liegen, egal was es ist. So, und jetzt ging bei Google eine Anfrage ein. Es gingen zu dem Zeitpunkt sehr viele automatisierte Anfragen ein von diesem Menschen oder dieser Agentur oder wer auch immer das war. Und zwar mit der Bitte, das zu löschen. Also verschiedene Webseiten zu sperren eben und eben auch Googles oder Localhost einfach zu sperren. Das heißt 127.001. Wie kommt man jetzt darauf, dass da was Illegales sein könnte? Nun, natürlich kann ich bei mir auch einen Dienst installieren, der dann bei mir lokal irgendwelche Sachen hostet, die dann eventuell auch illegal sein können. Dann bin ich aber selbst dafür verantwortlich und habe diese illegalen erworbenen Dateien lokal bei mir auf meinem System drauf, damit ich sie überhaupt hosten kann. Ja? Und andere können dann sogar darauf zugreifen. Das heißt, ich beteilige mich aktiv am illegalen Prozess des File-Sharings. Ja? Ich teile diese Dateien weiter. Und das zeigt auch die URL, die man da gesehen hat, dass das eigentlich ein potenziell illegaler Dienst gewesen ist. Und dementsprechend... Ja, Localhost kann man nicht löschen, kann man nicht blockieren. Erscheint auch übrigens nicht an den Google-Suchanfragen irgendwo. Aber natürlich kann ich auf Localhost illegale Dateien oder sowas haben, wenn ich die da halt hinkopiere, wenn ich das möchte, dann ist das halt meine Sache. Aber im Endeffekt ist es illegal, diese Dateien überhaupt dort zu haben, weil man muss sie ja erstmal teilen und so. Ist natürlich vielleicht ein bisschen peinlich, wenn man dann sagt, hey Google, du musst das löschen, weil es illegal. Aber man selbst hat eigentlich dafür gesorgt, dass man es besitzt. Okay, soviel zu diesem ganzen Thema, aber es ist jetzt nicht wirklich was Drastisches. Google muss nichts löschen, offensichtlich, weil es technisch gar nicht möglich ist. Das ist ja bei dem PC, der nicht mal im Internet ist. Und das kann man nicht blockieren. Also das, ja. Doch lasst uns nochmal zurückkehren zu diesem, die Politik hat vielleicht noch nicht ganz verstanden, wie man mit Kryptowährungen umgehen kann. Das sagt auch jetzt das neue EU-Vermögensregister, das gerade in der Diskussion steht. Und da gibt es jetzt gerade eine Machbarkeitsstudie dazu. Das heißt, ob überhaupt sowas machbar ist. Spoiler, meine Meinung ist ganz klar nein, aber das wird die EU wahrscheinlich anders sehen. Und zwar, was ist erstmal ein Vermögensregister und warum habe ich sowas bei mir überhaupt auf dem Kanal? Ich habe ja nichts mit Finanzen zu tun. Nun, ein Vermögensregister möchte sich aufschreiben, wie viel jeder einzelne Mensch besitzt, in der EU in diesem Fall. Das heißt, es wird aufgedröselt. Habt ihr Wohnungen, Häuser, habt ihr so und so viel Geld auf der Bank? Wie viel Bargeld habt ihr? Wie viel, das möchte die EU übrigens auch, wie viel Gold habt ihr? Und natürlich, wie viel Aktien habt ihr?
wie viel Fonds habt ihr und so weiter und so fort und aber auch, wie viel Kryptowährung habt ihr. Und hier komme ich ins Spiel, weil ja, Kryptowährung, das ist schon eigentlich ein wichtiges Thema auch für mich. Man muss dazu sagen, Kryptowährungen sind mehr oder weniger zumindest pseudonym. Ja? Das bedeutet, man kann nicht genau wissen, wer hinter einer Adresse steht. Okay, das mit diesem Wissen können wir sagen, wenn ich jetzt jemandem Geld in Kryptowährung ausweise oder eben gebe, dann kann diese Person erstmal oder man kann nicht nachvollziehen, von wem an wen das geht, außer man kennt meine Adresse. Und selbst dann ist es in manchen Fällen nicht möglich. Kommt auf die Kryptowährung ein bisschen drauf an. Monero zum Beispiel oder Zcash ist da sehr, sehr anonym, während Bitcoin ist halt einfach nur Standard-Pseudonym. Es gibt aber auch da Verfahren, um das Ganze zu anonymisieren. Okay, jetzt nochmal ein bisschen obendrauf. Was bedeutet eigentlich eine Börse, ein Wallet in Bitcoin oder in Kryptowährungssprache? Naja, ein Wallet ist ja eigentlich eine Geldbörse, aber im Fall von Kryptowährungen bezeichnet das einfach nur, ihr seid im Besitz des privaten Schlüssels. Das heißt, ein kryptografischer Schlüssel wirklich, mit dem ihr beweisen könnt, dass ihr diese Coins besitzt, dass ihr zum Beispiel eine Bitcoin besitzt. Die Bitcoin an sich, die existiert in dem Falle gar nicht. Das ist einfach nur eine Zahl, die irgendwo auf der Blockchain liegt. Und die habt ihr nicht mal auf eurem Handy im Normalfall. Ihr habt eigentlich nur euren Schlüssel. Und dieser Schlüssel reicht aus, um zu beweisen, dass ihr diese Coin wirklich besitzt. Und damit könnt ihr dann auch als einzige Person mit diesem Schlüssel, oder jeder, der den Schlüssel hat, kann das, könnt ihr die Coin verkaufen oder weiterschicken. So, das heißt, es gibt in dem Sinne keinen richtigen Besitz. Es gibt nur den Besitz eines kryptografischen Schlüssels. So ein kryptografischer Schlüssel kann erstellt werden innerhalb von ein paar Millisekunden. Ja, ich habe das auch mal auf meinem Tutorials-Kanal demonstriert. Wir haben ein Skript geschrieben und ich glaube, wir haben 60 Schlüssel in der Sekunde erstellt. Ich weiß es allerdings nicht mehr ganz genau, da müssten wir nachgucken. Auf jeden Fall, es sind sehr viele und man braucht dazu wirklich nur Code. Ja? Jeder kann so einen Schlüssel erstellen und für jeden ist das einfach so möglich. Und da gibt es auch keine Limitierung. Das sind kryptografische Schlüssel, die werden auch für ganz andere Sachen eingesetzt. Okay, so, jetzt natürlich die Überlegung, wie kann man da überprüfen, wer im Besitz von irgendwas ist, wenn es nur um diesen kryptografischen Schlüssel geht? Ich kann ja theoretisch auch, also nehmen wir mal an, wir regulieren jetzt wirklich Kryptowährungen so weit, dass man nur noch Kryptowährung kaufen kann man momentan auch schon fast nur so, wenn man wirklich seinen Ausweis hinterlegt hat. Das nennt sich KYC, ist nicht so wichtig, was das ist. Man muss quasi prüfen, wer der jeweilige Mensch ist, der Kryptowährungen kauft. Okay, aber nehmen wir an, ich kaufe jetzt Kryptowährung und jemand anders erstellt sich einfach nur seinen Dienst, also seinen kryptografischen Schlüssel. Und ich schicke ihm oder ihr Kryptowährung, ohne dass diese Person jemals gekauft hat. Ja gut, von mir aus. Zum Verkaufen braucht man dann diesen Nachweis wieder, aber trotzdem kann ich anonym mit Kryptowährungen bezahlen und das lässt sich auch nicht nachvollziehen. Solche Schlüssel können übrigens natürlich auch durch einen Hack zum Beispiel geklaut werden. Warum soll ich zum Beispiel noch im Besitz meiner Kryptowährung sein? Die können mir ja auch gestohlen worden sein. Sowas nachzuprüfen, da braucht man eigentlich, wenn man jetzt die EU ist, um auf diese neue Verordnung zurückzukommen, da bräuchte man eigentlich einen Durchsuchungsbeschluss für jedes mobile Gerät, für jeden PC, für alles im Endeffekt. Und trotzdem könnte man das innerhalb von Sekunden hin und her transferieren. Und es wäre dann trotzdem wieder nicht nachvollziehbar, wer gerade im Besitz der Kryptowährung ist. Das heißt, eigentlich weiß man 0,0 was ist, außer man limitiert Kryptowährung komplett und sagt, man darf nur noch, wenn X erlaubt ist oder wenn die Person wirklich den Ausweis hat, darf ich nur noch meine Kryptowährung von A nach B schicken. Und das wäre das Ende von Kryptowährung, weil die setzen gerade auf diese Anonymität. Für die ist genau das gerade wichtig. Ja, alles in allem mal wieder ein sehr interessanter Beschluss, den ich eigentlich auch hätte unter Politik-News packen können. Und ich glaube, das tue ich auch noch, aber ihr werdet das wahrscheinlich dann im Schnitt sehen. Okay, lasst uns weitergehen zum nächsten. Ich bin mal wieder frustriert. So, und damit kommen wir, wo wir gerade bei den Politik-News sind, zu einer neuen Richtlinie, der sogenannten Öko-Richtlinie, die auch Smartphone- und Tablet-Hersteller betrifft. Und zwar sogar ziemlich stark. Und ich finde das eigentlich eine gute Sache hier, denn man setzt hier ein bisschen auf die Nachhaltigkeit und nicht, dass man alle 2 Jahre sich ein neues Smartphone kaufen muss, was ja momentan
für viele natürlich geil ist, weil sie irgendwie neue Funktionen haben wollen, neue Kamera, whatever. Aber für die Umwelt ist es A nicht so geil und B, für die Leute, die es lang benutzen wollen, die werden so ein bisschen dazu gezwungen von den Herstellern. Ich bin eigentlich auch eher jemand, ich benutze mein Smartphone eigentlich sehr, sehr gerne, sehr lange, weil es meistens absolut intakt ist, weil ich es nicht so viel benutze. Aber schwierig wird es dann mit Sicherheitsupdates, denn wenn man Sicherheitsupdates nicht mehr bekommt, was bei den meisten Herstellern nach 2 Jahren der Fall ist, da hört das Ganze einfach auf, dann ist man für Hacker häufig recht schnell angreifbar. Das heißt, ein Hacker könnte euer Handy übernehmen, könnte Daten auslesen oder. Und das ist nicht geil. Deswegen möchte jetzt diese EU-Öko-Richtlinie Smartphone-Hersteller 5 Jahre lang zu Sicherheitsupdates verpflichten und 3 Jahre lang sogar zu kostenlosen Funktionsupdates. Alles muss kostenlos sein, also in dem Fall alles davon. Tatsächlich hat das bislang höchstens Apple gemacht und die anderen auf gar keinen Fall. Ich hätte mir da vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, und zwar es kommt natürlich auch darauf an, wie häufig diese Sicherheitsupdates kommen. Ob die einmal im Quartal kommen, einmal im Jahr oder einmal im Monat oder gar einmal in der Woche. Einmal in der Woche finde ich ein bisschen zu viel, aber einmal im Monat wäre schon wünschenswert. Dann hat man die ganzen alten Sicherheitslücken repariert und ja, kann die dann halt auf sein Handy drauf machen. Während wenn wir jetzt zum Beispiel eine neue Schwachstelle in Chrome haben, ihr aber gestern ein Update habt, dann haben die Hacker einen Monat oder gar ein Quartal Zeit, also 3 Monate Zeit, um euch mit dieser Sicherheitslücke zu treffen und dann trotzdem eure Daten auszulesen. Deswegen, ein Quartal ist schon eine lange Zeit. 3 Monate ist wirklich, wirklich lang. Da sind eigentlich alle Wellen danach vorbei. Und das ist aber trotzdem immerhin in der Richtlinie drin, dass man 5 Jahre lang diese Updates bekommt, was schon sehr, sehr wünschenswert ist. Das nächste ist, es geht um Akkus von Smartphones und Tablets. Und zwar müssen die entweder austauschbar und 500 Ladezyklen überstehen und danach noch eine Kapazität von 80% haben. Oder wenn sie nicht austauschbar sind, was die allermeisten Smartphone-Akkus aktuell sind, müssen sie 1000 Ladezyklen schaffen und danach noch 80% Kapazität haben. Also die Kapazität von eurem Akku geht immer ein bisschen zurück, je nachdem wie häufig ihr das Ding eben aufladet. Und in dem Fall 1000 Ladezyklen, auch das schafft wieder nur Apple mit ihren Smartphones, mit ihren iPhones. Was echt krass ist, dass man da so dran gespart hat. Aber klar, deswegen sind halt iPhones auch etwas teurer als andere Handys häufig. Zudem müssen Smartphone-Hersteller 5 Jahre lang Ersatzteile ohne Aufpreis zur Verfügung stellen. Das heißt, sie sagen einmal, so teuer ist ein Ersatzteil bei uns und müssen die dann 5 Jahre lang auch wirklich liefern, dass die auch eingebaut werden können von den Stores vor Ort. Tablet-Hersteller müssen übrigens sogar 6 Jahre lang die Ersatzteile liefern, weil die laut EU länger genutzt werden. Und eben, wie gesagt, diese Ersatzteile dürfen im Preis nicht mehr erhöht werden danach, was auch eigentlich eine ziemlich coole Sache ist. Alles in allem wird es wahrscheinlich aber für euch und für mich als Endnutzer teurer werden, sich ein Smartphone anzuschaffen, aber wir können das ganze Ding dann länger verwenden. Das heißt, es wird so ein bisschen entschleunigt, dass wir immer wieder neue Tech bekommen, aber ja, das ist natürlich so die Frage, was ist besser? Es ist besser, wenn man wirklich jedes 2 Jahre sich ein neues Smartphone kaufen muss, ohne dass man, also damit man eben nicht angreifbar ist, oder ist es vielleicht so dann doch besser? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare nochmal. Und damit kommen wir nochmal zu den ausländischen Politik-News und in diesem Fall zu China. Denn China hat jetzt eine neue Regulierung für Online-Gaming festgelegt und das wird eine fette Auswirkung auf natürlich die Finanzmärkte, aber auch auf die E-Sports-Szene werfen. Denn ich weiß nicht, wie sehr ihr im E-Sports drin seid. Ich persönlich habe eine Weile League of Legends gezockt und dort war ja China wirklich zusammen mit Korea sehr, sehr dominierend, ja. Das wird sich jetzt wahrscheinlich ändern, denn Minderjährigen ist es ab sofort untersagt, an irgendeinem Tag zu zocken, außer Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertagen und auch dort nur zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt, bei einer normalen Woche ohne Feiertag sind das 3 Stunden Zocken und das halt online natürlich. Offline zocken können sie, glaube ich, nicht limitieren, I guess, aber es zählt eigentlich nur Online-Gaming rein tatsächlich. Und ja, China schreibt das den Jugendlichen vor, weil sie sagen, dass es spirituelles Opium fürs Gehirn der Minderjährigen ist. Das bedeutet, sie wollen sozusagen, dass die Leute oder die Jugendlichen sich mehr auf Lernen, auf Schule, auf Karriere, auf whatever konzentrieren und nicht so sehr aufs Zocken. Ja, wenn man jetzt bedenkt, wie das Ganze mit Social Scoring Systemen noch zusammenhängt, dann können wir uns da schon eine gewisse Richtung überlegen, in die das geht, aber das sei mal Thema für ein anderes Video.
Das wird ziemlich Auswirkungen übrigens natürlich auf E-Sport haben, weil man hat natürlich jetzt nicht mehr diese dominante Präsenz von China vielleicht, weil die chinesische League einfach nicht mehr trainieren kann unter der Woche. Also da sind natürlich auch Minderjährige dabei und die müssen schon trainieren und wenn sie dann 18 werden, dann sind sie halt richtig da oder sowas. Das geht jetzt nicht mehr. Also es ist sehr, sehr viel schwerer jetzt, glaube ich, für China und der Aktienkurs von Tencent ist natürlich auch komplett eingebrochen. Das ist übrigens der Hersteller von LoL, von Valorant und so weiter und so fort, ja. Kommen wir aber nochmal zu China und zwar zu den Privacy News. Und ja, hier gibt es jetzt ein neues Browser-Framework, was von vielen chinesischen Webseiten genutzt wird, deswegen in den Privacy News von China. Und ja, tatsächlich ist dieses Framework angreifbar in dem Sinne, dass wenn man dieses Framework bei sich auf der Webseite integriert, das Framework wird einfach hier Tetris genannt in der ganzen Studie, aber wenn man dieses Framework bei sich integriert, dann konnte man als externer Benutzer sozusagen auf verschiedene Browserfunktionen zugreifen, wie zum Beispiel Standortdaten, Betriebssystemdetails, Tastatureingaben, also wenn man ein Passwort eingibt, hat man einfach das Passwort mitlesen können. Aber vor allem konnte man auch die Webcam anschalten und dort dann die Leute quasi filmen, während sie die Webseite besuchen. Das alles ist ziemlich beängstigend, ist ein JavaScript-Framework und ihr könnt natürlich das JavaScript-Framework blockieren. Ich habe dazu ja ein Video gemacht, wie ihr NoScript installiert, auf Firefox zum Beispiel. Allerdings ist das eigentlich nur wirklich aktiv, wenn man den Browser auf Chinesisch stellt. Und ich glaube, die wenigsten von euch haben das. Doch auch bei uns ist Privacy immer wieder ein wichtiges Thema und viele ignorieren das bisher. Aber ich möchte hier mal ein kurzes Beispiel geben, denn Google hat selbst veröffentlicht jetzt, wie viele Anfragen sie eigentlich von den US-Behörden bekommen. Leider nicht für deutsche Behörden, aber grundsätzlich wäre das auch möglich. Und zwar, Google hat veröffentlicht, dass sie im 2018 gerade mal knapp 1000 Anfragen hatten. 2019 waren es insgesamt sogar über 8000 Anfragen und jetzt mittlerweile sind wir bei 3000 Anfragen pro Quartal, sprich ungefähr 12.000 Anfragen pro Jahr. Und das, wie gesagt, 2020. 2021 ist noch nicht fertig. Das sind erschreckend hohe Zahlen und die sind vor allem dann hoch gewesen, als die Demos zu Black Lives Matter waren. Das bedeutet, die Leute gehen auf Demonstrationen und die Behörden fragen dann an, ob die Leute auf Demonstrationen waren und um sie dann eventuell deswegen festnehmen zu können. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr gefährliche Situation hier, denn wenn die Behörden diese Macht haben, werden sie auch nutzen. Viele fordern deswegen, dass Google diese Standortdaten nicht mehr rausgeben muss, weil es ist eigentlich verfassungswidrig, sagen diese Leute. Aber ja, was ihr dazu meint, das dürft ihr mir gerne mal sagen. Ich finde das Ganze sehr, sehr problematisch, denn eigentlich, naja, man denkt zwar immer, ey yo, wenn der Staat meine Daten hat, ist es ein Problem, weil Demonstrationen und so weiter, da möchte ich dann halt doch meine Anonymität wahren. Es gab auch schon bei uns Fälle, wo Leute einfach nicht zu Demonstrationen gelassen wurden, aber ja, weil sie als Gefährder gelten zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite, selbst wenn Google eure Standortdaten hat, die Behörden können ja dort anfragen und das ist natürlich immer mal wieder ein kleines bisschen ein Problem. In dem Sinne, lasst mich gerne wissen, was ihr dazu meint. Von mir gibt es natürlich noch viel, viel mehr Videos zu dem Bereich Privacy in naher Zukunft. So, und damit kommen wir zum Win der Woche tatsächlich schon. Heute mit einem dänischen Unternehmen, das nach Deutschland expandiert und in Deutschland Glasfaser anbieten möchte. Das ist eine sehr, sehr angenehme Sache, denn Deutschland kommt ja offensichtlich nicht vorwärts und naja, Dänemark sagt jetzt einfach, ey, wir bauen für euch Glasfaser aus und ihr müsst bei uns gerade mal 40 € im Monat zahlen, dann kriegt ihr 1 Gigabit Download Speed und 500 Mbit Upload Speed. Das ist schon ziemlich geil. Ich hätte das auf jeden Fall sehr gerne. Leider gibt es das erst in Norddeutschland, beziehungsweise wird gerade in Norddeutschland auf die Beine gestellt und bis wir dann irgendwann mal das in ganz Deutschland haben, wird es eine Weile dauern, glaube ich. Aber immerhin kommt so ein bisschen frischer Wind in die Segel. Die haben nämlich auch schon in Dänemark das Ganze gemacht, die haben das Ganze schon in Skandinavien generell relativ weit vorangetrieben und wir wissen, in Skandinavien ist das Internet ziemlich solide und ich freue mich darauf, dass die vielleicht bald noch ein bisschen mehr hier ausbauen. Und damit kommen wir zum Fail der Woche, aber ob das jetzt ein Fail der Woche ist, darüber können wir gerne diskutieren in den Kommentaren, das sage ich jetzt schon mal davor, denn es gibt bei Samsung TVs eine Möglichkeit und man weiß natürlich nicht, ob das nur Samsung TVs sind oder auch Smartphones oder was auch immer da alles dazugehört. Es gibt bei denen eine Funktion, dass man die Seriennummer des TVs in die Server von Samsung eintragen kann und dann tatsächlich alles deaktiviert wird. Also alle Fernsehfunktionen werden deaktiviert, sobald sich dieses Gerät online verbindet.
Das hört sich jetzt erstmal nicht so... Warum eigentlich? Warum macht man sowas? Samsung hat damit Werbung gemacht, als in Südafrika, glaube ich, war das, viele Fernseher gestohlen wurden und die haben sie einfach dann komplett disabled, damit die Leute keinen Anreiz mehr haben, die Fernseher überhaupt zu stehlen, damit quasi alle wissen, hey, es lohnt sich eh nicht. Die Dinger kannst du danach nicht mal mehr verwenden. So weit, so gut. Das Problem ist jetzt natürlich, also das Problem, das ich da sehe, ist, was ist eigentlich, wenn ein Hacker bei Samsung in die Server einbrechen würde und zufällig einfach alle Seriennummern in deren Blacklisted Serverliste sozusagen eintragen würde? Denn aktivieren kann man einen Fernseher nur über den Support. Und das bedeutet, man kann deaktivieren über Eintragen in eine Liste und wenn sich dann der Fernseher mit dem Internet verbindet, wird alles deaktiviert auf der Fernsehseite. Das heißt, Samsung kann das einfach alles ausstellen. Und ja, wenn ich dann wieder meinen Fernseher zurückhaben möchte, dann muss ich natürlich bei Samsung mich melden und muss sagen, hey, mach mal hier bitte in Ordnung. Und ja, das ist alles ein bisschen aufwendiger. Alles in allem wahrscheinlich nicht so dramatisch, man könnte das machen. Trotzdem finde ich irgendwie die Idee, dass jemand anders Kontrolle über mein Gerät hat, nicht ganz so geil. Aber ja, kann eigentlich jedem klar sein, denn immerhin kommen auch Updates auf das Gerät dann drauf und wir kriegen Werbung und whatever alles. Also ja, obwohl man so viel Geld für ein Gerät bezahlt, bekommt man ständig Werbung. Es ist kein Witz, es ist eigentlich traurig. Und damit kommen wir zu den Hardware-News und nochmal zu Samsung. Denn Samsung hat einen neuen RAM-Riegel, also Arbeitsspeicherriegel veröffentlicht, und zwar einen DDR5 Arbeitsspeicher mit 512 GB pro Riegel. Bedenkt, man kann irgendwie 4 Riegel Minimum in einen normalen PC reinbringen, was 2 GB Arbeitsspeicher wären bei einem Standard, 2 Terabyte, sorry, Arbeitsspeicher wären bei einem normalen Rechner. Und das bei einer Performance-Steigerung, weil das Ding ist auch DDR5 7200, das heißt eine stark erhöhte Taktrate, auch gleich noch, bei einer Performance-Steigerung von 85%, einer Geschwindigkeit von 7,2 GB pro Sekunde, also Übertragungsrate, Kapazität von, wie gesagt, 512 GB und nur 1,1 Volt pro Riegel. Das ist nochmal weniger als das, was davor war. Das heißt, DDR5 scheint wirklich eine wahnsinnige Verbesserung im Arbeitsspeicher darzustellen und auch eine wahnsinnige Größenveränderung einfach im Arbeitsspeicher darzustellen. Weniger Speicher, mehr Geschwindigkeit, mehr alles eigentlich und viel, viel mehr Kapazität, was wahnsinnig spannend ist. Und dazu kommt noch, es gibt sogenanntes PIM. PIM steht für Processing in Memory und wird für neuronale Netze höchstwahrscheinlich sehr, sehr geil werden. Auf dem tatsächlichen Riegel, auf dem Arbeitsspeicherriegel sind kleine Chips eingebaut. Und diese kleinen Chips ermöglichen, dass direkt auf dem Arbeitsspeicher kleinere Berechnungen tatsächlich stattfinden und so effizienter eben die Daten von A nach B transferiert werden können, beziehungsweise auch direkt vielleicht berechnet werden können. Das könnte vor allem für neuronale Netze natürlich eine wahnsinnige Verbesserung sein, und wenn man mehr Speicher hat, kann man mehr größere neuronale Netze bauen und die Dinger schneller trainieren lassen. Das will sowieso jeder. Das heißt, wir können uns vielleicht auf bessere neuronale Netze freuen, die dann auch stärkere oder schwerere Probleme lösen können, also mehr KI im Endeffekt. Und der RAM-Riegel ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung und ich bin sehr, sehr gespannt, wo wir da in den nächsten paar Jahren noch hingehen. Alles in allem auf jeden Fall wieder eine starke Performance-Steigerung, wo wir natürlich dringend mal wieder was brauchen. So, und abschließend kommen wir zum Bericht der Woche, wobei man es auch den Fail der Woche nennen kann, aber den hatten wir schon, und es ist eine wirklich gravierende Änderung in Discord. Discord hat vielleicht aus Versehen gerade alle Bots auf einmal kaputt gemacht. Was meine ich damit? Nun, Discord ist eine Plattform erstmal, wo man sich als User oder als Menschen einfach unterhalten kann. Das heißt, sowohl schreiben kann, sprechen kann, man kann Events machen, man kann Livestreams machen, man kann eigentlich alles machen in einer Plattform. Eigentlich ist das Ganze aber auch eine Webseite, wenn man es genau nimmt, und es gibt halt eine extra App dafür, die man sich auf dem PC runterladen kann. Alles in allem, wir haben natürlich auch einen Discord-Server mit über 12.000 Mitgliedern, weil manchmal eben auch die Frage kommt, ihr findet das Ganze unten in der Beschreibung. Wundert euch nicht, ist kein Discord-Link direkt, sondern ein the-morpheus.de-Link, aber ihr kommt trotzdem zu Discord. Das ist einfach ein Redirect, damit wir das selber unter Kontrolle haben. So, der Punkt ist jetzt natürlich, Discord hat beschlossen vor kurzem, dass sie /Commands für Bots verpflichtend machen wollen.
erstmal, was sind Bots auf Discord? Nun, ein Bot kann alles Mögliche sein. Ein Bot kann zum Beispiel Musik abspielen, ein Bot kann Abstimmungen machen, ein Bot kann moderieren, ein Bot kann eigentlich alles machen. Und man kann damit sogar kleine Spiele entwickeln, ein Level-System, Loot-System, whatever. Ja, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten dafür und dementsprechend viele Bots gibt es halt auch auf Discord. Das sind allerdings gewünschte Bots, also man sieht, dass die wirklich Bots sind. Es gibt auch unerwünschte Bots, die einfach nur Spam verbreiten, aber so ein gewünschter Bot kann nur dann auf einen Server drauf, wenn der Administrator ihn einlädt. Das heißt, er kann nicht einfach so hinzugefügt werden über einen Invite-Link, sondern man muss ihn einladen. So, und diese Bots haben natürlich Befehle. Das heißt, ich kann denen als Benutzer oder als Administrator natürlich Befehle geben, wie zum Beispiel, ey, spiel mal Musik ab. Punkt, Play und dann irgendwie eine URL von YouTube zum Beispiel. Dann habe ich Musik in meinem Voice-Channel. Ist ganz geil. Das Problem an der Sache ist jetzt allerdings, wenn man /commands required, also verpflichtend macht, was Discord jetzt tatsächlich gemacht hat, dann muss jeder einzelne Bot diese Änderung übernehmen. Und das bedeutet, jeder einzelne Bot muss überarbeitet werden und teilweise ist das wirklich, wirklich viel Aufwand. Und im Zuge dessen haben sich sehr viele Bot-Entwickler und sehr viele Entwickler auch von den Bibliotheken, mit denen Bots geschrieben werden, also zum Beispiel eben auch Discord.py, also Python-Bibliothek für Discord, mit Discord selber auseinandergesetzt und haben gesagt, hey, sorry, aber das ist zu viel Arbeit, macht das rückgängig, es bringt euch nicht wirklich einen Mehrwert und bitte, ja, es ist so nicht ganz so geil für uns. So, und Discord hat sich jetzt da quergestellt und hat das halt leider trotzdem durchgeboxt. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem möchte ich hier die Compliance und halt rechtlichen Sachen nennen. Das heißt, sie müssen halt einfach sagen, wir müssen die Bots limitieren, wir müssen besser kontrollieren, was bei uns auf den Servern rumfährt und wir müssen halt vielleicht auch rechtlich irgendwie Zugang liefern und wollen deswegen ein bisschen striktere Vorgaben machen. Auch gerade was die Rechte der Bots angeht. Das hat mehrere Gründe und die Gründe kann ich sogar nachvollziehen von Discord. Trotzdem ist es hier definitiv ein, sagen wir schon, ein ziemlicher, nicht so netter Move, ja, ihr könnt euch das D-Wort vorstellen und hat tatsächlich dazu geführt, dass der Macher, der freiwillige Macher übrigens, von der Discord Python Bibliothek, das heißt die Bibliothek, mit der man mit Python Discord-Bots entwickeln kann, zu der ich übrigens über 20 Tutorials schon auf meinem Tutorials-Kanal gemacht habe, dass die sich zurückgezogen haben oder der sich zurückgezogen hat. Und das bedeutet jetzt, die Library, also die Bibliothek, wird nicht mehr weiterentwickelt, sprich, alle Bots, die in Python geschrieben werden, werden das vermutlich relativ schnell nicht mehr sein können. Sie werden einfach nicht mehr weiter funktionieren und ja, das betrifft natürlich auch unseren Bot, in den vor allem die Entwickler hinter dem Bot, Defelo und TNT, mehrere 100 Stunden investiert haben, um diesen Bot lauffähig zu machen und das ist halt nicht so geil. Deswegen hier mein Aufruf, lest euch bitte den Artikel von dem Discord-Py-Entwickler durch. Es geht nämlich nicht nur um die Python-Bibliothek, sondern es geht auch zum Beispiel um die .NET-Bibliothek, es geht um die C#-Bibliothek, es geht um die PHP-Bibliothek, es geht um verschiedenste Bibliotheken, unter anderem eben auch um die Python-Bibliothek, eine der am meisten genutzten Python- oder generell Discord-Bots-Bibliotheken. Und es gibt auch Petitionen dagegen. Das heißt, was ich jetzt von euch mir erwünschen würde, wenn ihr Zeit und Lust habt und irgendwie in Discord investiert seid oder vielleicht sogar selbst Bot-Entwickler seid, auch auf einer Hobbybasis natürlich, was die meisten eigentlich tun, schreibt den Entwicklern von Discord, dass das definitiv keine gute Option ist und dass deswegen viele Leute vielleicht ihre Plattform auch verlassen. Schreibt ihnen, dass das nicht weitergehen kann, so wenn wir keine Python-Bibliothek haben und dass sie dann vielleicht auch Unterstützung bieten sollen für diese Python-Bibliothek, damit derjenige, der das da macht, auch weitermachen möchte. Denn er hat geschrieben, es ist schon häufiger mal bürokratisch super schwer gewesen, mit Discord irgendwie in Kontakt zu treten und selbst als Entwickler von einer der größten Bibliotheken für Discord ist das halt fast nicht möglich gewesen. So, jetzt habe ich sehr lange gelabert. Ich verlinke euch alles natürlich unten in der Beschreibung. Lest es euch durch und ja, werdet selbst aktiv. Vielleicht kann man da noch was retten. Ansonsten mal sehen, was passiert, ja, mal sehen. Ich halte euch da auf dem Laufenden und ansonsten kommt auf unseren Discord-Server, da ist trotzdem noch eine tolle Community, also wir werden da wahrscheinlich nicht weggehen, so wie das aussieht. Und trotzdem wäre es natürlich schöner, wenn wir einen tollen Bot hätten, den wir jetzt aktuell noch haben. Noch ist die Änderung nicht verpflichtend, erst in 2023, soweit ich das weiß. Schaut aber nochmal nach, ich habe das Datum gerade nicht vor mir, das ist jetzt gerade spontan entstanden. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!